Hello und Konnichiwa. Wir sind in Bayreuth unterwegs. Es ist Freitag und wir haben 23 Grad Celsius und wir laufen zum Bayreuther Festspielhaus. Bayreuth, eine Stadt mit reicher Geschichte, war einst Residenzstadt der fränkischen Markgrafen und ist heute bekannt für die Richard Wagner Festspiele. Die Stadt wurde im 12. Jahrhundert gegründet und entwickelte sich von einer Rodung zu einem wichtigen politischen und kulturellen Zentrum. Bayreuth wurde im 12. Jahrhundert von den Andechs-Meraniern gegründet und später von den Burggrafen von Nürnberg übernommen. 1603 verlegte Markgraf Christian von Brandenburg-Kulmbach die Residenz von Kulmbach nach Bayreuth, was den Beginn der Residenzstadt Bayreuth markierte. Während dieser Zeit wurde das alte Schloss als Residenz genutzt. Das markgräfliche Opernhaus wurde 1748 eingeweiht. Ein bedeutendes Zeugnis barocker Baukunst. (1810) fiel Bayreuth durch Napoleon an das Königreich Bayern. Die Stadt entwickelte sich zu einem Zentrum der Textilindustrie, insbesondere durch die Ansiedlung von Spinnereien. Die Richard Wagner Festspiele wurden 1876 mit der Uraufführung des Ring der Nibelungen begründet und haben Bayreuth bis heute zu einem internationalen bekannten Kulturort gemacht. Auch Michael Jackson war schon in Bayreuth bei seiner Dangerous World Tour am 2. September 1992 im Hans-Walter-Wild-Stadion. Über 28.000 Zuschauer wollten den Megastar in Bayreuth sehen. Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Drittel der Stadt durch Luftangriffe zerstört. Die Universität Bayreuth wurde 1975 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Forschungseinrichtung entwickelt. Bayreuth ist ein wichtiges Operzentrum in Oberfranken und ein bedeutender Wirtschafts- und Kulturstandort. Die Stadt setzt sich auch aktiv mit ihrer jüdischen Geschichte auseinander, insbesondere mit der Synagoge und dem geplanten jüdischen Kultur- und Gemeindezentrum. Die ersten Menschen jüdischen Glaubens haben sich in Bayreuth in der Mitte des 13. Jahrhunderts angesiedelt.
Knapp 300 Jahre später, im Jahr 1515, wurden die jüdische Bevölkerung wieder vertrieben. Nur noch einzelnen Juden wurden später der Zugang gestattet, meist nur aus geschäftlichen Gründen. Die heutige jüdische Gemeinde entstand im Jahr 1759. Markgraf Friedrich III. Beschäftigte in seinen Hofstadt mehrere Juden, darunter einen Hofmaler sowie einige Hoffaktoren und Hofagenten. Seinem Hof- und Münzlieferanten Moses Seckel gab er 1759 die Erlaubnis zur Ansiedlung von 10 jüdischen Familien, zur Begründung einer Gemeinde und zum Bau einer Synagoge. Im Zuge der Reichskristallnacht, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, wurde die Synagoge verwüstet. Dank der unmittelbaren Nähe zum markgräflichen Opernhaus wurde sie von den Nationalsozialisten aber nicht in Brand gesteckt. In den 1960er Jahren wurde das Gebäude notdürftig wiederhergestellt und umgebaut, am 1. April 1967 erneut eingeweiht. Vor ungefähr 1000 Jahren sah es in der Gegend etwa so aus. An der Stelle, an der das heutige Bayreuth liegt, gab es eine Kreuzung von 2 wichtigen Straßen. Diese Straßen waren Handelsstraßen, auf denen Kaufleute mit ihren Waren zum Beispiel nach Böhmen reisten, um sie dort zu verkaufen oder neue Waren einzukaufen. An dieser Kreuzung entstanden nach und nach einige kleine Dörfer. Im 12. Jahrhundert kamen bayerische Grafen nach Franken. Sie hießen Grafen von diesen Andechs, später auch Herzöge von Meranien, und hatten die Gegend um Bayreuth schlicht und einfach durch Heirat erworben oder geerbt. Sie beschlossen auf einen Felshang über den Roten Main, etwa da, wo heute das alte Schloss steht, ein sogenanntes festes Haus als Stützpunkt zu bauen. So eine Festung versprach im Mittelalter immer einen gewissen Schutz vor Feinden. Und so siedelten sich um die Burg mehr und mehr Menschen an. Es entstand ein kleiner Ort, dem die Grafen von Andechs den Namen Bayreuth gaben. Dieser Name bedeutet so viel wie Rodung der Bayern und erzählt, dass es bayerische Grafen waren, die das Stadtgebiet gerodet, also bebaubar gemacht haben. Als sich mit der Zeit immer mehr Menschen in Bayreuth ansiedelten, beschloss man, um die Stadt herum eine Stadtmauer zu bauen, die die Bewohner vor feindlichen Angriffen schützen sollte. In dieser Stadtmauer gab es nur 2 große Tore, durch die man in die Stadt gelangen konnte. Das obere Tor, ungefähr da, wo heute der Sternplatz ist, und das untere Tor am unteren Ende der heutigen unteren Maxstraße. Es gab noch das Mühltürlein, das aber so klein war, dass keine Fuhrwerke hindurch passten. Die Stadttore waren immer gut bewacht. Wer in die Stadt wollte, wurde genau registriert. Und wer auf dem Bayreuther Markt Waren verkaufen wollte, musste am Stadttor Zoll bezahlen. Der Markt fand in Bayreuth zu dieser Zeit noch wirklich auf dem Marktplatz statt, der entlang der breiten Hauptstraße, heute Maximilianstraße,
entstanden war. An die Vergangenheit erinnern heute noch 3 kunstvolle historische Brunnen. Einer davon, der mit der spitzen Gabel, ist der römische Meeresgott Neptun mit seinem Dreizack. In der Mitte des Marktplatzes stand das Rathaus. Davor befand sich der Pranger. Das Stehen am Pranger war eine mittelalterliche Art der Strafe. Bäcker, die zu kleine Brötchen gebacken hatten, Diebe, aber auch die andere in Verruf gebracht hatten, wurden angekettet und den Gespött der Leute preisgegeben. Im Februar 1430 fielen die Hussiten in Bayreuth ein. Dabei wurde die Stadt schwer verwüstet. Das Rathaus und die Kirchen brannten nieder. Kaum hatte sich die Stadt von den Übergriffen der Hussiten erholt, brach am 21. März 1605 in ein Wohnhaus hinter der Stadtkirche ein Feuer aus, das zu einem großen Stadtbrand wurde. Obwohl zu dieser Zeit auch noch eine schwere Seuche, die Pest, in Bayreuth ausbrach, machten sich die Anwohner an den Wiederaufbau ihrer Häuser. Doch bereits am 16. Juni 1621 legte ein zweites Großfeuer die Stadt erneut in Schutt und Asche. Bayreuth wird Residenzstadt. 1541 wurde die Kanzlei, das heißt die Verwaltung für das Gebiet Bayreuth-Kulmbach, von Kulmbach nach Bayreuth verlegt. Unter der Regierung von Markgraf Christian kam dann 1603 der gesamte Hofstaat von der Kulmbacher Plassenburg nach Bayreuth und die Markgrafen zogen in das alte Schloss ein. Ab 1610 entstand der Schlossturm in seiner heutigen achteckigen Form. 1672 eine Schlosskapelle. Bayreuth war also nun eine Residenzstadt, in der mehr als 4000 Menschen lebten. Christian Ernst, der Enkel von Markgraf Christian, kam schon mit 11 Jahren an die Regierung. Bis zu seiner Volljährigkeit führte sein Onkel Albrecht für ihn die Regierungsgeschäfte. Markgraf Christian Ernst wurde später vor allem dadurch berühmt, dass er mit seiner Armee half, die Stadt Wien zu befreien, die bis 1683 von den Türken belagert war. Vor dem neuen Schloss steht heute ein Denkmal, auf dem er als Sieger über die Türken dargestellt ist. Um den Brunnen herum stehen 4 Figuren, die im Sommer Wasser speien. Sie stellen die damals 4 bekannten Kontinente dar. Australien wurde als Erdteil erst später entdeckt. Die große Blütenzeit Bayreuths. Diese wird hauptsächlich mit 2 Personen in Verbindung gebracht. Mit Friedrich von Brandenburg-Kulmbach und Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen. Wilhelmine wurde im Juli 1709 in Berlin als Tochter des preußischen Königs geboren. Am 20. November 1731 wurde der zukünftige Bayreuther Markgraf Friedrich mit der preußischen Prinzessin Wilhelmine verheiratet. Ende August 1732 wurde ihre Tochter Elisabeth Friederike Sophie geboren. Während ihrer Zeit in Bayreuth verschönerte die Markgräfin nicht nur die Sommerschlösser und der Eremitage, sondern veranlasste auch zahlreiche Veränderungen in der Innenstadt. Mit Wilhelmine war das Hofleben, Feste und Gesellschaften wieder an den Bayreuther Hof zurückgekehrt. Mit der Erlaubnis ihres Gemahls hatte sie Musiker, Sänger und Schauspieler nach Bayreuth geholt und widmete sich ihren Vorlieben wie Malen, Musizieren und Theater spielen. Sie schrieb auch Bühnenstücke selbst und komponierte
für die Oper. Für die Hochzeit ihrer einzigen Tochter beschloss sie, ein neues Opernhaus zu errichten. Dieses sollte mit seiner Pracht alle Gäste beeindrucken. Als Architekt beauftragte sie den bedeutendsten Theaterbaumeister der Zeit, den Italiener Giuseppe Gali-Pipigna, der vorher für den Kaiser gearbeitet hatte. Sein Sohn Carlo Gali übernahm die Leitung der Baustelle. Alle Handwerker des Hofs, Zimmerleute, Maler und Bildhauer arbeiteten an dem Großprojekt mit. Bei der Einweihung im September 1748 waren alle begeistert. Es fanden Opernaufführungen, Theatervorstellungen und Festessen statt. Als Beleuchtung verwendete man hunderte Kerzen. Während viele andere Opernhäuser deshalb durch Unachtsamkeit abbrannten, hatte man in Bayreuth Glück. Trotz des leicht brennbaren, vergänglichen Materials blieb der fantastische Zuschauerraum des Opernhauses komplett erhalten. Das macht das Opernhaus in Bayreuth weltweit einzigartig, weshalb ihm 2012 die Auszeichnung Welterbe verliehen wurde. Ein weiteres Ereignis des 19. Jahrhunderts prägt Bayreuth heute. Der Komponist Richard Wagner kam nach Bayreuth, um hier seine Idee zu verwirklichen, ein Festspielhaus nur für die Aufführung seiner eigenen Opern. Warum ist aber Wagner ausgerechnet in eine so kleine Stadt gegangen, wie es Bayreuth damals war? Um diese Frage zu beantworten, muss man ein bisschen mehr über diesen Richard Wagner wissen. Er wurde am 22. Mai 1813 in Leipzig geboren. Sehr früh entdeckte er seine Vorliebe für die Musik und versuchte schon bald, sich seinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Er komponierte und arbeitete als Orchesterleiter an verschiedenen Opernhäusern. Genau wie heute war es auch damals nicht einfach, sein Geld als Künstler zu verdienen. So kam es, dass Wagner schon bald Schulden machen musste und ihn seinen Gläubiger ständig auf den Fersen waren, um ihr Geld einzutreiben. Als Wagner sich auch noch an einer Revolution beteiligte, wurde er sogar steckbrieflich von der Polizei gesucht und floh in die Schweiz. Dort entstand die Idee der Festspiele. Er wollte in einer kleinen Stadt ein Theater errichten, in dem im Sommer für kurze Zeit nur seine Werke aufgeführt werden sollten. Für die Erfüllung dieses Traums fehlte Wagner allerdings immer noch das Geld. 1864 bekam Bayern einen neuen König, nämlich Ludwig II. Dieser war seit seiner Jugend ein großer Verehrer von Wagner. Deshalb bezahlte der König Richard Wagners Schulden und unterstützte ihn von da an mit viel Geld. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die Festspiele las Wagner in ein Lexikon von markgräflichen Opernhaus in Bayreuth, das Wilhelmine gut 100 Jahre zuvor in der Stadt erbauen ließ. Wagner begeisterte vor allem, dass dieses Theater die damals größte Bühne in Deutschland hatte. Bei der Besichtigung des Opernhauses stellte er allerdings fest, dass es für seine Opern völlig ungeeignet war. Die Stadt Bayreuth gefiel Richard Wagner jedoch. Und als ihm das große Gelände auf den sogenannten Grünen Hügel kostenlos als Bauplatz zur Verfügung gestellt wurde, war es beschlossene Sache. Hier würde sich Wagner ein eigenes Festspielhaus ganz nach seinen Vorstellungen bauen. 1874 war der Bau seines Wohnhauses Haus Wahnfried am Hofgarten abgeschlossen
und die Familie konnte ihr erstes eigenes Zuhause beziehen. Wegen der vielen Scherereien während der Bauphase nannte Wagner sein Wohnhaus spöttisch Ärgersheim. Erst nach der Einweihung war der endgültige Name für die Künstlervilla gefunden: Wahnfried. Wenig später war auch das Festspielhaus vollendet und am 13. August 1876 um 17 Uhr wurden die ersten Festspiele in Bayreuth eröffnet. Richard Wagner starb am 13. Februar 1883 in Venedig und wurde am 18. Februar im Garten hinter seinem Wohnhaus bestattet. So langsam kommen wir zum Ende des Laufes hier aus Bayreuth.
Ein super Wort. Subventionspreis. Dankeschön. 110 und nach der Ausstellung 120. Aber ich gebe Ihnen gerne was in die Hand. Dann haben Sie auch ein bisschen die Geschichte dazu.